Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Software Testing. Ich bin euer Host Richie und freue mich wieder eine Folge vom German Testing Day 2024 aus Frankfurt mit dabei zu haben. Bei mir zu Gast ein langjähriger Wegbegleiter im Bereich Software Testing und Qualität, nämlich Matthias Hamburg. Er setzt sich seit vielen Jahren für Testentwurfsverfahren ein, für Teststrukturen und ganz besonders auch für die richtige Nutzung der Begriffe, indem er nämlich das ISTQB bzw. GTB-Glossar pflegt und hegt und weiterentwickelt. Und mit ihm spreche ich über das Thema modellbasiertes Testen, warum es manchmal nicht funktioniert und was wir besser tun können. Viel Spaß dabei! Hallo Matthias, schön, dass du da bist. Hallo Richie, es ist mir ein Vergnügen. Ja, ich freue mich total. Wir sind ja hier am German Testing Day 2024 in Frankfurt. So, es driftet in den Nachmittag rein, die Konferenz, Mittagspause gerade vorbei. Du hast deinen Vortrag schon gehalten, habe ich gerade gehört. Und ich freue mich auch sehr, dass du jetzt mal im Podcast bist, weil du bist ja auch mit ein Urgestein der Software-Community. Ne? Also das ist, du hast ja da viel auch bewegt in den letzten Jahren im GTB, im ISTQB, in der Community, hast dich immer eingesetzt für Qualität. Deswegen freut es mich, dass wir heute auch mal hier eine Folge gemeinsam machen können. Ja, sehr gerne. Du hast ja also dein Vortragstitel war ja auch in Richtung Model-Based Testing und da auch mal so ein bisschen anderen Ansatz, neuen Ansatz auch zu fahren. Und mir ist so eine Aussage hängen geblieben, so, dass du da auch sprichst über die Probleme, die MBT heute hat. Ja. Da würde ich gerne einsteigen damit, weil das ist so, ich glaube für viele ist das einfach auch nicht wirklich greifbar. Die kennen das so aus, ja, man kann modelbasiert testen, aber was ist das eigentlich und was soll das? Und was sind denn da so die Herausforderungen, die gerade so da sind? Ja, also modellbasiertes Testen hat mir immer sehr gut gefallen und ich habe es auch in der Praxis ausprobiert. Als Testmanager habe ich das auch in ein paar Projekten eingeführt und es lief nie so rund. Und ich habe neulich dann nochmal in Studien nachrecherchiert und geschaut und es gibt zum Beispiel die World Quality Reports, die jährlich erscheinen von Capgemini und Sogeti und die haben in ihrer letzten Ausgabe festgestellt, dass Testautomatisierung insgesamt nicht die geschäftlichen Ziele erreicht hat, die man sich gewünscht hat. Also weder funktioniert CI/CD mit Testautomatisierung glatt, noch hat man die Effizienzsteigerungen erreichen können, noch hat man die Qualität der Software dadurch besser machen können und so weiter. Also die Umfrage fragt ja in der Regel Manager oder Unternehmensleitung und die fokussieren auf die Geschäftsziele. Und diese Geschäftsziele oder Erwartungen sind nicht erreicht worden. Und das deckt sich mit meinem subjektiven Gefühl, dass modellbasiertes Testen oder die Automatisierung des Testens von Anfang an eine sehr schöne Idee ist, die sehr gerne genutzt oder ich unterstütze sie sehr gerne und trotzdem in der Praxis hat sie sich noch nicht bewährt. Und das war mein Anlass zu gucken, was kann man da machen und das passte dann auch damit zusammen, dass ich im Moment Produktowner bin bei ISTQB für eine kleine Applikation, nämlich die Glossar-Applikation. Und da habe ich die Freiheit, auch neue Sachen auszuprobieren und auch, den Anspruch an mich selber, da so zu testen, wie es im Buche steht. Ah ja, okay. Ja, okay, da hast du quasi eine Spielwiese, wo du das auch gut nutzen kannst. Ne? Genau. Ja, und deswegen habe ich mich umgeschaut und habe ein Werkzeug gefunden, das zumindest mal verspricht, die Schwierigkeiten zu beheben. Jetzt hast du ja die Schwierigkeiten angesprochen. Welche Schwierigkeiten sehe ich beim modellbasierten Testen? Und da gibt es verschiedene. Die eine Schwierigkeit ist, dass die Leute, die die Modelle erstellen, in Modellierung nicht professionell ausgebildet sind. Das kann man so oder so sehen, aber wir müssen halt versuchen, mit dieser Situation zu leben und modellbasiertes Testen mit Modellen zu entwickeln, die nicht so formal sind und nicht so viel
Training brauchen, sondern leichter zu verstehen und auch für die Tester näher oder leichter verständlich sind. Ja, ja. Das andere große Hindernis, das ich erfahren habe, ist, dass modellbasiertes Testen keinen nahtlosen Übergang bietet im Moment von der Modellierung bis zum durchgeführten Testfall. Also es gibt in diesem Ablauf Lücken und die machen es schwierig. Also wenn man sich das ESCQB-Modell der Testaktivitäten anschaut, dann gibt es erstmal eine Testanalyse, dann einen Testentwurf, dabei entstehen die Testfälle, dann kommt eine Testrealisierung und dann kommt die Testdurchführung. Die Durchführung können wir automatisieren, da haben wir schon etablierte Tools, da können wir Selenium, Playwright und so weiter benutzen. Für den Testentwurf können wir ja erst einmal sozusagen als intellektuelle, kreative Tätigkeit festlegen, was wir testen wollen, was wir beim Testen abdecken wollen. Das sind die Testbedingungen. Und daraus, wenn wir das modellieren, dann können wir daraus beim Testentwurf Testfälle generieren. Und das macht das modellbasierte Testen. Aber dazwischen gibt es eine Lücke und die macht Probleme, nämlich die Testrealisierung, in der ich die konkreten Testdaten auswähle, in der ich sage, welche Buttons muss man drücken, was muss man genau prüfen am Ergebnis, was sind die erwarteten Ergebnisse konkret. Also vom Abstrakten zum Konkreten. Und die meisten Ansätze versuchen das zu lösen, indem sie auch diese konkreten Daten ins Modell packen. Aber das macht das Modell unheimlich kompliziert. Ja. Und das ist auch ein wichtiger Hindernisgrund oder ein Grund, warum sich das nicht durchgesetzt hat bisher. Es ist ja bei dem Modell, es ist ja eine Abstraktion eigentlich, ne? eine logische Sicht und dann natürlich wieder mit konkreten Daten reinzugehen, das ist natürlich auch so ein Schiefstand von der Optik dann auch. Ne? Ja, man empfiehlt, da soll man dann Objektemodelle nutzen, aber das hilft nicht sehr viel. Ja, und dieses Werkzeug oder dieser neue Ansatz versucht das so zu überbrücken, dass man sagt, ich generiere erstmal die abstrakten Testfälle aus dem Modell. Die müssen manuell durchführbar sein, weil ich beim manuellen Testen ja sozusagen als Mensch die weiteren Lücken der Implementierung ergänze. Und ich denke mir aus, ich will jetzt eine Suche nach einem Begriff, der in Glossar vorkommt, dann tippe ich mal A-B ein, weil ich weiß, das kommt da vor. Aber das muss man der Maschine immer sagen, wenn man automatisiert. Und dieses kann ich früh machen und ich kann dann die Vorteile des modellbasierten Testen auch mit dem Shift-Left nutzen. Dass ich früh modelliere. Durch die Modellierung habe ich dann wieder eine Qualitätssicherung der Testbasis oder Spezifikation und das verspricht auch mal ein modellbasiertes Testen. Aber das kann ich dann wirklich nutzen. Aber dann halte ich an und habe keine Angst vor dem Paradigmenwechsel. Und wenn die Software da ist, fange ich bei diesem Zwei-Phasen-Ansatz an, mit dem modellbasierten Testtool die konkreten Fälle zu generieren. Dazu brauche ich die echte Anwendung und dann sage ich dem System, führe mir jetzt diese abstrakten Testfälle durch und der fragt mich zurück, was heißt das jetzt, Text eingeben? Und der blendet mir dann die Dialogoberfläche vor. Okay, ja. Und dann kann ich da den Text eingeben, der passt, und sagen, nimm das bitte auf. Aber es ist trotzdem kein simples Capture-Replay-Tool, mit dem wir ja früher sehr viele Wartbarkeitsprobleme hatten, dass dieses Capture-Skript nicht lauffähig war hinterher, sondern er macht von der fachlichen Ebene, generiert er erstmal die Aktionswörter auf der GUI-Ebene und sagt, okay, er hat jetzt A-B eingegeben und er hat Enter gedrückt. Und das kann ich lesen und auch nacheditieren im konkreten Testfall. Und er generiert dann das ausführbare Skript für den die Plattform. In unserem Fall war das halt Playwright. Ja, okay.
und dann wird der Testfall durchgeführt. Und so mache ich Schritt für Schritt und beim nächsten Mal läuft das durch. Und wenn etwas geändert wird in der Software, dann muss ich nur das aktualisieren, was geändert wurde. Weil er dann an der Stelle stoppt und sagt, das klappt jetzt nicht, ich finde das Element nicht oder sonst irgendetwas geht schief. Und dann muss ich den Schritt aktualisieren. Also das heißt, also wenn du, sagen wir so, der Clou steckt jetzt darin, dass diese abstrakten Testfälle, der Automat oder ein Automat die auch durchführt und immer wenn er nicht weiterkommt, sagt, was muss ich denn jetzt hier tun, was brauche ich hier für Werte, um diese konkreten Werte auch mit aufzunehmen und abzuspeichern und so. Ja, genau. Ja. Aber das hat auch technisch hat das auch den Vorteil, dass das wartbar wird, weil in dem Moment, wo ich eine Aktion ändern muss, weil sich die Softwareimplementierung geändert hat, werden alle Stellen, wo diese Aktion durchgeführt wird, auch aktualisiert. Also Redundanzen werden zwar formal nicht reduziert, aber das MBT-Werkzeug ist in der Lage, diese Redundanzen dann auch zu aktualisieren, zu halten. Oder was bei uns in unserem Fall auch typischerweise vorkommt, ist, wenn die Entwickler nutzen ein Framework, um die Benutzungsoberfläche zu generieren. Und ich kann sie nicht davon überzeugen, dass die GUI-Elemente eine konstante ID haben müssen. Also ein Namen, der immer so bleibt und differenzierbar ist von den anderen. Und das heißt, dieses Framework, das generiert immer einen neuen Namen. Und sobald Sie ein kleines Buttonchen oder ein Elementchen eingefügt haben in der GUI, ist alles dahinter geändert. Und das ist ein ganz typisches Problem beim Automatisieren. Und das Tool kann damit recht vernünftig umgehen, indem es mich dann fragt, ja, hier ist ein Selektor, den ich nicht finde, was soll ich machen? Und dann kann ich in die Liste der Selektoren gehen und die Selektoren anpassen und dann funktioniert es wieder. Jetzt hast du das ja mit der Glossar-App verprobt, quasi ausprobiert, das ist eine schöne Spielwiese. Wie können wir uns denn da an so ein Modell vorstellen, von dem die Testfälle abgeleitet werden? Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe mich in dem Vortrag vor allem auf diese 2 Phasen Lösung fokussiert. Das Werkzeug, das ich genutzt habe, hat ein eigenes Modell. Das hängt auch mit einem eigenen Testentwurfsverfahren zusammen, einem Blackbox-Verfahren, das sie Action State Testing nennen oder Aktionszustandstest. Es ist aber sehr ähnlich wie das zustandsbasierte Testen. Nur halt dem Tester näher gebracht. Das heißt also, das Modell, mit dem das arbeitet, geht in Richtung eines Zustandsmodells. Allerdings ist es aktuell kein grafisches Modell, sondern ein textbasiertes Modell, und in dem Modell schreibe ich praktisch genau solche Testschritte auf, wie ich beim Testen auch gewohnt bin. Das heißt, ich schreibe eine Aktion auf, ein erwartetes Ergebnis, das zu prüfen ist, und ein Folgezustand. Und im nächsten Schritt ist der Folgezustand vorausgesetzt und dann geht es weiter mit der nächsten Aktion. Zum Beispiel, ich gebe einen Suchtext ein. Also der Anfangszustand muss dann sein, dass die Suche angezeigt wird, und dann gebe ich einen Suchtest ein und prüfe, ob die Ergebnisse korrekt angezeigt werden, dass die Anzahl der Ergebnisse mindestens 1 ist und dass dieser Suchtest in den Treffern drin ist, und der Folgezustand ist, Ergebnisliste ist angezeigt, und dann wähle ich zum Beispiel ein Element aus, was so spezifiziert ist, und dann werden die Details dieses Begriffs angezeigt. Dann bin ich in dem nächsten Dialogzustand im Detailanzeigen. Oder ich drücke dann einen Back-Button und komme zurück zur Suchergebnisliste. Also diese Zustände kann ich durch diese Schritte beschreiben und die Abfolge der Schritte im Modell durch ein Abflussdiagramm darstellen. Verstehe. Das ist also schon eher szenariobasiert, aber nutzt auch die Zustände.
Und das hat mir geholfen. Natürlich habe ich nicht nur das als Testentwurfsverfahren genutzt, sondern ich habe auch Äquivalenzklassen genutzt. Zum Beispiel, ich suche nicht nur nach Texten, die im Namen des Begriffs vorkommen, sondern suche auch nach Texten, die in der Abkürzung vorkommen, weil die Suche auch dafür funktionieren muss, und nach Texten, die im Synonymen vorkommen, oder nach, was weiß ich stelle die Parameter anders ein und suche. Also es ist insgesamt komplex, aber man hat schon ein testrelevantes Zustandsmodell, das man abdecken kann. Jetzt quasi dieses Zwei-Phasen-Modell, das du dann auch verprobt hast, also das schließt ja dann so ein bisschen die Lücke dazwischen. Gibt es denn da Herausforderungen, wo du sagst, da hängt es noch, da müsste es noch besser werden? Es gibt immer Potenzial zur Verbesserung, sage ich mal. Insbesondere, das ist ein ganz neues Tool. Das kommt jetzt gerade auf den Markt, und ich habe die Gelegenheit genutzt, halt etwas Innovatives auszuprobieren. Aber wo ich zum Beispiel noch ein bisschen Verbesserungspotenzial sehe, ist einerseits beim datengetriebenen Testen. Das heißt, die Testdaten, zum Beispiel der Text, den ich in den Begriffen suche, dass ich diese Daten vielleicht auch separat ablegen kann und wiederverwenden kann in den nächsten Testfällen und nicht nur so irgendwelche Textverweise drauf, suche Text 1. Ein anderer Wunsch von mir wäre, eben mehr Testentwurfsverfahren zu unterstützen, wie zum Beispiel Äquivalenzklassenbildung und Grenzwertanalyse, nicht nur den zustandsbasierten Test. Dann könnte ich eine Testabdeckung erreichen, wie sie mir lieb ist, sage ich mal. Weil insgesamt habe ich sehr viel getestet, und auch wenn diese Anwendung geschäftlich vollkommen unkritisch ist, niemand verliert einen Cent, wenn die nicht funktioniert, geschweige denn Personenschäden oder sowas. Aber es ist einfach eine Image-Sache. Ich als Testexperte möchte keine Anwendung aus der Hand geben, die nicht gut getestet ist. Ja klar, das muss dann schon passen. Ne? Also ich finde, es ist auch ein tolles Beispiel, einfach auch zu sehen, Testmethoden wirklich auch im Einsatz zu sehen, oder also die Entwurfsverfahren auch wirklich nutzbar zu machen. Weil ich hatte gerade heute noch eine andere Aufnahme auch, das kriege ich so oft gespiegelt, dass viele Unternehmen oder viele Tester, die lernen die irgendwann mal Äquivalenzklassen, Grenzwert, Zustands-, Entscheidungstabellen und so. Aber in der Anwendung ist das dann doch eher so ein Bauchgefühl, wie ich die Testfälle schreibe oder sowas. Ne? Also da ein strukturiertes Herangehen, und das in Kombination mit dem Modellbasierten ist natürlich eine tolle Sache. Ne? Ja, ich finde es absolut wichtig, und ich habe schon in der Industrie auch solche Erfahrungen gemacht. Am interessantesten war ein Kunde, ich möchte jetzt keinen Namen nennen, aber ein Kunde, der ein großes Unternehmen, das vierteljährliche Releases implementiert hat, eingeführt hat, und wo alle Fachleute über das Wochenende des Release-Tags im Büro sein mussten und ad hoc getestet haben. Alle. Ich habe nur gefragt, und wann könnt ihr die Fehler beheben? Na, wir hoffen, es gibt keine. Aber das war für mich ganz klar das Zeichen, dass die Tester, die ausgebildeten Fachtester, da ihren Job nicht richtig erfüllt haben. Und die kannten auch keine Testverfahren. Ja, da ist auf jeden Fall einiges noch zu tun. Wenn du jetzt so modellbasiertes Testen, ich habe es ja am Anfang auch schon gesagt, viele haben ja da so ein bisschen eine Scheu davon, weil man auch gar nicht wirklich weiß, was kann man denn damit machen, wie funktioniert denn das? Was würdest du denn jemandem raten, der sagt, okay, ich möchte mich da ein bisschen intensiver damit auch auseinandersetzen? Hast du da irgendeinen Tipp, wie anfangen? Ja, ich würde für den Anfang würde ich mir einfach eine Probeinstallation von einem guten Werkzeug herunterladen. Es gibt mehrere, und ausprobieren, wie es damit geht. Und dann schauen, was mir passt und womit ich leicht umgehen kann. Und wenn ich tagelang lernen muss,
bevor ich überhaupt den ersten kleinen Testfall generieren kann, dann lass die Finger davon. Ja, genau. Ja, also das muss schon gut zugänglich sein. Ne? Das Ja. ist ja auch mal wichtig. Es muss ja im Alltag auch gut funktionieren. Ich glaube, gerade auch für auch Tester, die näher am Fachlichen sind oder so, die quasi aus der Ecke kommen, dass die dann einfach auch gut umgehen können Ja. mit sowas. Ja. Ne? Wenn die Ja, ein anderer wichtiger Faktor oder Vorteil dieses Tools, den ich empfunden habe, ist, dass das eine No-Code-Generierung ist, wie man heute so modisch Ja. sagt. Das heißt also, ich kann als Fachtester wirklich an der GUI sagen, was man prüft und wie man das eingibt, und ich muss kein Automatisierungsskript schreiben, ja, ja. Ja, sehr spannend. was ich von früher her kenne. Ja. Da waren wirklich Automatisierer in unserem großen Projektteam, ein ganzes Teilprojekt, das nur automatisiert hat, was ich als Fachtester entworfen habe. Ja, sehr spannend. In 5 Jahren, 2029, treffen wir uns hier im German Testing Day wieder Gerne. und sagen, ach Matthias, kannst du dich erinnern, vor 5 Jahren hatten wir doch diese coole Podcast-Folge da aufgenommen zum modellbasierten Testen. Was hat sich denn seitdem super Großes getan? Was glaubst du, bitte so in den nächsten 5 Jahren im modellbasierten Testen, was so das next big thing? Also ich hoffe, dass im modellbasierten Testen halt die Werkzeuge so gut sein werden, dass man das auch in der Industrie viel breiter nutzt, und dadurch kommt die Anwendung der systematischen Testverfahren auch viel breiter zum Einsatz. Ja. Also das ist mein Wunsch. Ja. Ja. Gut, wir werden das prüfen in 5 Jahren, ob das so ist, ob das so geklappt hat. Und diese Sogeti Capgemini-Umfrage hat resigniert festgestellt, wir haben schon so lange Jahre daran gearbeitet, an der Automatisierung, und das klappt nicht. Ja. Ich gebe die Hoffnung nicht auf. Ja. Und ein positiver Blick in die Zukunft. Ne? Ja. Genau. Sehr schön. Matthias, vielen lieben Dank für die Einsichten hier zu dem Thema. Gern geschehen. Mir großen Spaß gemacht, dich hier mal auch im Podcast zu haben. Wird wahrscheinlich nicht das letzte Mal gewesen sein. Und Gerne wieder. auf jeden Fall. Ich wünsche dir noch eine schöne Konferenz Dankeschön. und bis bald. Ja? Bis dann.